Hallöchen und herzlich willkommen zu Trikottausch Folge Nummer 11. Mein Name ist Dominik, das ist immer noch Jan. Wir sind immer noch bei OneFootball unterwegs und hier im privaten Rahmen. Genau, und deine Finger reichen jetzt nicht mehr, um die Folgenanzahl anzuzeigen, ne? Könnte sowas machen, aber wie mache ich die 12? Ja, es sieht dann auch irgendwie komisch aus, nicht, dass es hier noch missinterpretiert wird. Bevor wir heute nochmal über die Trikots der dritten Liga sprechen, hat Dominik noch eine Aufgabe. Also erstmal, ich hasse dich dafür, ganz klar. Und ich mache das jetzt wie in der Schule, wenn man eigentlich die Antwort nicht weiß, aber trotzdem zeigen will, dass man was weiß. Also Fun Fact, hier unten ist es ganz leicht eingeblendet, das ist das alte Ajax Amsterdam Logo, immerhin den Verein weiß ich. Von 19, bis 1991 haben sie dieses getragen und haben dann auf dieses hier gewechselt und tatsächlich dieser Ajax besteht aus 11 Strichen, also genau die Anzahl von Spielern auf dem Fußballplatz. Das ist ja alles schön und gut, Das aber ist welches ja alles Trikot schön ist und das gut, jetzt? ja. Es ist offensichtlich ein Heimtrikot, denn das trägt Ajax seit 1960 oder so immer mit diesem prägnanten roten Mittelstreifen. Ja, und dann wird es halt maximal feinfühlig, was hier den Sponsor angeht. So, und keine Ahnung. Also du hattest letzte Woche darauf hingewiesen, es soll Viktor Fischer gewesen sein, der Däne. Ich würde sagen, auch wieder so 2014, 15. Also, es ist knapp daneben, es ist aus der Saison 2012-13. Na Aber der gut. Rest stimmt natürlich, es ist Ja, tatsächlich gut. Ajax Amsterdam und es ist ein Heimtrikot. Ja, immerhin 2 von 3. Wie eingangs erwähnt, geht es heute nochmal um die Drittligatrikots. Und in der dritten Liga, da fühlt sich ja ein Verein besonders heimisch, ne? Ja, ja. Mittlerweile muss man es leider sagen, 68 München, wobei man sagen muss, trikottechnisch erstklassig. Ja. Also seit Nike übernommen hat, auch letzte Saison schon richtig schöne Dinger dabei gewesen. Und ich finde, in diesem Jahr haben sie sich komplett selbst übertroffen. Sowohl das Heimtrikot als auch das Auswärtstrikot eine absolute Schönheit. Dabei greift man bei dem Heimtrikot das Trikot der Saison 96, 97 auf. Ihr seht es hier noch so ein bisschen zumindest, das, ja, ich weiß, ist das Trikot von 95, 96, alles gut, wir haben es mal erklärt. Aber dieses Streifendesign hat man dann in der darauffolgenden Saison nochmal übernommen. Das quasi jetzt nochmal als Heimtrikot rausgebracht. Richtig schickes Ding und auch was Sascha Mölders wahrscheinlich zugutekommen sollte, Längsstreifen statt Querstreifen. Machen dünn, ne? Machen dünn, exakt. Und ansonsten das Auswärtstrikot ist eine makellose Schönheit. Auch von 2003 zu 2005 dann wurde diese Farben wurden da schon mal getragen. Und es sieht einfach, es ist ein richtiges Gedicht. Also wir kommen ja vielleicht irgendwann auch nochmal zu so einer Folge mit Konzepttrikots oder sowas. Und hier hat man sich mega ausgetobt. Also man hat wie bei den Seattle Sounders diesen goldenen Stern über dem Emblem, der ist so leicht noch mit Details versehen. Das Emblem, das Vereinswappen, das goldene eingefärbte, ist entsprechend 3D ausgestanzt. Also ein Traum in dunkelblau, wenn wir diese Formulierung nicht schon bei Kiel benutzt hätten. Fantastisch. Da gibt es eigentlich wirklich nichts hinzuzufügen. Mich persönlich erinnert so zumindest das Auswärtstrikot noch ein bisschen an das eine Sondertrikot, das PSW mal zum Vereinsjubiläum hatte. Das war nämlich auch dunkelblau und gold. Und das ist halt einfach eine Kombination. Wir sehen es hier, wir haben es damals bei PSW oder ich habe es bei PSW auch zumindest so gesehen. Eine Kombination, die einfach super funktioniert. Vor allem, wenn eben der technische Ausstatter, also Nike, mitmacht und anders als bei Meppen das Wappen nämlich auch einfärbt, wenn der Sponsor mitmacht und wenn dann der Verein auch sagt, okay, komm, dafür färben wir auch unser Wappen ein. Und dann ist das halt so ein komplett perfekter Look. Im Hintergrund noch eine ganz dezente Musterung. Es ist ein richtig tolles Trikot, ja. Und genug der Schwärmerei für 68. Wir kommen von Giesingshöhen zum Heinz-Krügel-Platz. Und der liegt nämlich an der Elbe, um hier nochmal ein bisschen Geografie weiterzuspinnen. Und da liegt unter anderem Magdeburg. Wir kommen zum FCM, um das mal kurz zusammenzufassen. Das Heimtrikot soll es in unserer Analyse sein. Das ist auf den ersten Blick relativ schlicht, wie ich finde. Halt einfach so ein bisschen also das Spiel mit Weiß und Blau, aber jetzt gar nicht großartig was Aufregendes. So ein bisschen hat man so diese Zweiteilung aus dem Logo aufgegriffen, aus dem Wappen nur statt quer eben horizontal. Finde ich grundsätzlich in Ordnung. Ich finde es jetzt aber nicht herausragend. Ja, gehe ich mit. Also ich hatte es mir rausgenommen, weil ich es aufgrund der Akzente eben so schön finde. Eben weil man diese vergleichsweise seltene Aufteilung dieser beiden Farben ja auch hat und die auch ungleich ist. Also nicht
perfekt 50-50. Dazu noch 2 kleine Trennlinien dazwischen, was ich auch immer sehr angenehm finde. Das lockert so ein Design ungemein auf. Und man hat sich dazu entschieden, das Vereinswappen auch nochmal gülden, sozusagen, wie es in der Lyrik heißt, zu umrahmen. Und das macht dann, gepaart eben auch mit diesem einen Stern dazu, einen richtig schicken, schlichten Look, der, je nachdem, sowas kann auch mal ein Erfolgsgeheimnis sein, vielleicht die Magdeburger zumindest mal in der Klasse hält und vielleicht sogar ein bisschen weiter höher trägt. Wir kommen zum ersten Team, was ich beim Manager-Modus von FIFA 2005 damals gewählt habe. Wir kommen zum ersten FC Saarbrücken. Das wäre auch was Schönes für Storytime, wenn du dann den Saarbrücken-Trikot hast, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die Saarbrücken-Trikots auch künftig so aussehen wie das jetzt aktuelle, dann wird zumindest in meiner Sammlung kein Saarbrücken-Trikot landen, denn mir sieht das zu sehr nach einem Standard-Template von Adidas aus in dem Fall. Grundsätzlich bin ich auch nicht der allergrößte Fan von schwarz-blauen Streifen oder generell Kombinationen. Und ja, also es ist mir in der Summe einfach zu langweilig. Man packt jetzt sozusagen die regensburgische Komponente mit rein und sagt, es ist verbraucherfreundlich, weil nun mal Saarbrücken auch immer wieder abliefert. Tatsächlich finde ich an diesem Trikot, jetzt, wenn wir jetzt nur dieses Trikot als solches betrachten, ist vergleichsweise auch in dem Sinne stimmig, weil es halt in Deutschland diese Kombination mit Blau-Schwarz ist eben meistens Saarbrücken und Saarbrücken bleibt sich auch in dieser Linie treu. Erstaunlicher finde ich sogar dabei noch den Trikotsponsor. Denn dieses Victors gab es nämlich damals schon, auch 2005. Da müsste ich wahrscheinlich im Saarbrückener Stadtarchiv mal genauer graben, seit wann es exakt diesen Trikotsponsor gibt. Aber ich finde es einfach erstaunlich, dass es ja in den heutzutage zunehmender Kommerzialisierung der Vereine quasi auch die Trikotsponsoren teilweise immer wieder ausgetauscht werden. Und der taucht einfach immer auf dem Saarbrücken-Trikot auf. Gerade auch bei kleineren Vereinen, ne? Ja, exakt. Aber dann könnte man ja gewissermaßen so eine Parallele zu Inter Mailand ziehen. Nicht nur optisch, sondern ja auch Inter jahrelang, okay, jetzt dieses Jahr haben sie gewechselt, aber jahrelang mit einem und demselben Sponsor, nämlich mit Pirelli. Also so ein bisschen lombardischer Flair da im Saarland. Im Saarland, ganz genau. Und damit kommen wir schon zum nächsten Verein, der sich normalerweise auch durch diese Farbkombination auszeichnet, allerdings in der 3. Liga unterwegs ist. Und ich habe es eben gerade schon ein bisschen mitbekommen. Ich gebe dir einfach mal den Raum und lasse das hier wirken. Also Spoiler vorab, ich bin kein Fan vom neuen Osnabrück, nicht nur Heimtrikot, sondern vom Trikotsatz. Ja. Also über das Auswärtstrikot will ich gar nicht großartig sprechen, das tut einfach in den Augen weh. Diese Linienführung, der Sponsor dazu, oh, mach bitte weg, Dominik. Danke dir. Und dann das Heimtrikot, also ich meine, klar, wenn man lila als Vereinsfarben hat, dann setzt man das eben auch im Heimtrikot um. Und man kann es wie TB umsetzen, was vernünftig aussieht, ja. Ist zwar schon ein paar Jährchen alt, aber man kann es eben auch wie Osnabrück umsetzen, was irgendwie, ja, also ich kann gar nicht mal so recht sagen, ob mich dieses ganze Trikotdesign stört oder ob es vorrangig der Sponsor ist, aber einfach in der Summe, das ist überhaupt keine Harmonie in diesem Shirt und also man kann sonst auch eine Liga weiter nach oben schauen. Aue hat ja auch immer lilafarbene Trikots. Kann man jetzt sagen, gut, die sehen auch langweilig aus, aber es ist zumindest angenehmer für die Augen. Und so gesehen finde ich, ist Osnabrück mit das Schlimmste, was wir zumindest in der 3. Liga in dieser Saison vorfinden. Ja, ich muss mich leider anschließen. Also mit Aue hat man eigentlich ein gutes Beispiel, wenn man sagt, ja, es ist langweilig, aber immerhin. Also so ehrlich müssen wir in dem Punkt sein. Und ich finde auch, also Osnabrück, leider diesmal, es tut mir leid, aber wie ein Sponsor ein Trikot brutal verhunzen kann. Dazu dann das Auswärtstrikot, wie gesagt, das haben wir ja zum Glück schon weggewischt. Und meinetwegen ohne Sponsor, dann geht es vielleicht noch. Aber dieser Sponsor, der ist auch viel zu riesig und dann bringt er noch eine Farbe mit rein Ja. und das ist alles, nein, danke. Wir wollen natürlich mit einem guten Gefühl aus der Drittliga-Zusammenfassung hier rausgehen. Schütteln. Ja, und deswegen schütteln wir Osnabrück jetzt ab und machen weiter mit Zwickau, die ein bisschen schicker daherkommen, ne? Absolut. Also bei Zwickau muss man sagen, die haben auch interessant das komplette Trikotdesign durchgezogen.
von Home. Ich glaube, die haben sogar ein drittes Trikot, was exakt so aussieht. Und was ich da sehr spannend fand, wenn man auf die Details schaut, denn sie haben nicht nur einfach einen Längsstreifen runtergezogen, der von dem eigenen Wappen sozusagen gebrochen wird, aber diese 5 Streifen an der Zahl sind es ja, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, genau, die rahmen sozusagen das Vereinswappen ein. Und ich finde, so kann man aus einem vergleichsweise einfachen Trikotdesign, man hat ja dieses Puma-Template, ich glaube Final hast du mir vorher noch erzählt, heißt es, und dazu hat man sich für diesen Streifen entschieden und der rahmt das Wappen ein, ähnlich mit dem Sponsor. Auch so kann man mit einem Sponsor zusammenarbeiten, also so geht es richtig. Ja, dem stimme ich vollkommen zu. Und dann noch als kleine Ergänzung, es ist ja nicht nur das Wappen, was mit den Streifen so eingerahmt wird, sondern ja sogar der eine Stern, der sich noch über dem Vereinswappen Sehr gut. befindet. Schön gemacht von Puma. Und das war es dann auch schon mit den Drittligatrikots und damit kommen wir schon zum Full-Kit-Ranker der Woche und wir bleiben unserem Weg treu. Er führt auf die Insel. Richtig, da haben wir einen englischen Fan gefunden, der aber auch mal schöne Trikots für sich entdeckt hat, nämlich ein deutsches, nämlich das von der Weltmeisterschaft 1990, trägt dazu auch eine schwarze Hose und weiße Stutzen, klingt erstmal richtig, Ja, ist es bei genauerem Hinsehen aber nicht, denn das ist eine Nike-Hose und ziemlich sicher auch Nike-Stutzen, die noch abgeklebt sind. Farblich passt es trotzdem, weshalb ich persönlich bei 7 von 10 Sternen wäre. das finde ich fast schon ein bisschen zu hoch gegriffen. Er versucht sich, glaube ich, nämlich noch einzuschleimen mit den beiden Maß Bier in der Hand. Ich würde diesmal tatsächlich nur von einer 5 von 10 ausgehen. Dann treffen wir uns in der Mitte bei 6 von 10, würde ich sagen. Deal. Inhaltlich lassen wir die dritte Liga jetzt endgültig hinter uns, denn es geht mit Storytime weiter und da verlassen wir sogar das Land, sogar den Kontinent, ne? So sieht das mal aus, genau. Wir kommen zu diesem Schmuckstück. Ich lasse es mal wieder reinschweben und hänge es hier hin und kommen zum ersten Heimtrikot von Miami, von Inter Miami, dem Club von David Beckham. Noch darf man ihn so bezeichnen, ne? Noch darf man ihn so bezeichnen, genau. Die sind ja aktuell noch in einem guten Rechtsstreit da, mit anderen bekannten Vereinen. Die da, Mit dem Saarbrücken Mailands. sozusagen, genau. Ansonsten zu der Story an sich, erstmal fand ich diese Farbkombi, weil wir ja heute schon über Farbkombis gesprochen haben, fand ich damals mega cool. Es greift natürlich immer so dieses Miami, Spring Break, Pink bisschen auf. Gleichzeitig will man sich vielfältiger präsentieren und deswegen läuft auch gleich die Herrentruppe in diesem Pink auf, was auch immer durchgezogen wird. Ich finde, Inter Miami hat ein wunderschönes Logo, das muss man auch einfach mal so sagen. Und ich finde, und da müssen wir jetzt ein bisschen differenzieren. Auf der einen Seite feiere ich Traditionsvereine absolut ab, gehören auch entsprechend in die Liga und sowas. Andererseits bei Inter Miami feiere ich das quasi, dass sie einen Verein komplett am Reißbrett mit sämtlichen Erfindungen und Ideen einfach so aus dem Boden gestampft haben. Weil sie gesagt haben, okay, wir haben noch keinen Pink irgendwie in der Liga. Wir haben Miami als Standort irgendwie noch nicht so richtig mit drin. David Beckham einfach eine coole Socke, hat sich direkt vorher schon gesagt, okay, ich wechsle zur LA Galaxy, möchte aber auch eine Option haben, später einen Club gründen zu können für vergleichsweise wenig Geld. Das kommt auch noch dazu. Und dann noch sowas wie, wir bauen ein Stadion und das muss einen gewissen Neigungswinkel haben, damit die Gäste-Fans denken, es hätte eine Hexenkessel-Atmosphäre. Das sind doch alles grandiose Ideen, die da reingeflossen sind. Und ich finde, in Amerika, ganz ehrlich, da kann man sowas auch machen. Da geht sowas auf jeden Fall, ja. Ja. Und vor allem, wenn dann so ein schönes Trikot am Ende auch noch bei rumkommt. Man muss noch kurz dazu sagen, auf der einen Seite wunderschön hier noch diese leichten Applikationen des Logos nochmal aufgenommen. Was mich allerdings ein bisschen geärgert hat damals, das ist quasi die Fan-Variante, das muss man dazu sagen. Es gibt noch eine Authentic-Variante, die hat hier oben eine Knopfleiste mit einem pinken Knopf. Und ich bin ein leichter Knopf-Fan, wie wir bereits rausgefunden haben. Deswegen, es gibt sozusagen 2 Varianten. Das ist die Fan-Variante. Und die MLS tatsächlich tut sich bei Fanartikeln ja generell ein bisschen schwer. Die verkaufen nämlich auch keine Hosen und Stutzen. Warum auch immer. Schwierig für Full Kit Ranker. Ja. Ich habe gerade überlegt, ob ich mit irgendeinem billigen Reim das Finale dieser Folge einleiten kann. Ich glaube, es ist im Interesse unser aller, dass ich das einfach lasse und stattdessen Dominik die Bühne gebe. Ich habe lange mit mir gerungen. Ich habe Trikotkoffer, Sammlungen, Archive durchgegraben, um mich irgendwie für diese Frechheit von dem Ajax-Trikot zu revanchieren. Und ich habe eventuell eine Idee, wie man das schaffen könnte. Oh, soll ich dir helfen? Oh,
nicht so ganz einfach. Ja, mit diesem Trikot bin ich einfach nicht vertraut. Ich fasse es ehrlich gesagt auch relativ ungern normalerweise an. Ja. Trotzdem an der Stelle danke Mika für die nette Leihgabe. Und ansonsten... Darf ich schon mal auf die Rückseite... Ich hab gerade beim Reinheben die Rückseite gesehen. Das darfst du dir zumindest angucken. Die jetzt ja zumindest für mich schon mal ein ganz guter Hinweis war. Also während Jan dieses Trikot quasi erschnüffelt und ergrabbelt, um auf die Lösung zu kommen, kann man euch zumindest schon mal viel Spaß beim Raten wünschen. Wichtig ist ja, das ist ja bei uns auch Ehrenkodex, nicht googeln. Also entweder ihr habt den Shot, dann gebt ihr das ein bei der Suche und dann ist es die Lösung oder eben nicht. Googeln könnt ihr immer noch, nachdem ihr es uns in die Kommentare geschrieben habt. Genau, das könnt ihr dann natürlich nachschauen, aber Trikottausch Ehrenkodex erst, wenn man zumindest einmal probiert hat zu erraten. Ansonsten soll es das mal wieder von uns gewesen sein. Was bleibt am Ende noch? Die Abos, die Likes. Ballert uns voll mit Kommentaren, mit Anregungen auch, falls ihr irgendwas habt. Mit Full-Kit-Wanker-Bildern. Full-Kit-Wanker-Bildern, genau. Ja, das war's dann, ne? Das war's. Bis denn.